In deinen Augen hast du dich sicher mal vor allen anderen mal richtig blamiert. Wenn du dich jetzt so mal zurückerinnerst, wann das letzte Mal passiert ist, wirst du sagen, oh mein Gott, ich mag da gar nicht dran denken. Erfahre in diesem Video, wie du zukünftig solche blamierenden Momente nutzen kannst, um deine Ideen und Gedanken zu äußern, denn darum geht's. Hallo, ich bin Henning und in diesem Video erfährst du, wie du mit dem Gefühl der Blamage umgehen kannst. Denn es steckt mehr hinter diesem Gefühl als nur ein wahnsinnig hochroter Kopf und ein wahnsinnig hoher Puls. Wenn du neu hier bist, klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann verpasst du einfach nichts mehr in Zukunft. Als Moderator und Kommunikationscoach bin ich natürlich auch hinter den Kulissen unterwegs, habe einen ungeschminkten Einblick in wirklich intimste Momente. Ja, damit umzugehen, ist gar nicht so einfach. Man möchte sich manchmal vor Scham abwenden. Man hat vielleicht auch Mitgefühl oder man findet den oder diejenige total schräg. Wir lernen Menschen wirklich sehr eng kennen. So kurios solche Situationen manchmal auch sind, wir können eine Menge darüber lernen. Das heißt, wenn wir Menschen intim kennenlernen oder Momente kennenlernen von Menschen, wo wir sagen, boah, ist der ausgerastet oder hätte ich nie gedacht von dem, dann können wir dann natürlich den in eine Schublade packen und sagen, ja gut, Stempel drauf. Oder wir können von ihm lernen. Wir können uns vergleichen. Wir können uns in Kontext setzen. Wie wären wir damit umgegangen? Halten wir uns genauso verhalten oder warum verhält der sich so oder ich nicht? Und natürlich, was auch passiert, wir empfinden Scham, ja, weil wir entweder fremdschämen, ja, dass wir sagen, oh, das ist aber unangenehm, oder wir selber sind beschämt, dass wir Einblicke haben in so tiefe Strukturen. Was wir natürlich auch lernen ist, wenn wir plötzlich Menschen in solchen Situationen kennenlernen, die wir vorher als sehr wissend oder mächtig eingeschätzt haben. Und das will ich eigentlich damit auf den Punkt bringen. Es kommt immer wieder vor, dass wir im Alltag auf Menschen treffen, wo wir uns zurücknehmen, weil wir sagen, ja, die sind mächtiger, die sind wissender. Ich habe nichts zu denen zu sagen, zu den Thematiken, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Wir nehmen uns zurück. Und das ist meiner Meinung nach ein fataler Fehler. Wenn wir uns zurücknehmen, unsere Gedanken, unsere Ideen, dann kann doch nichts sich weiterentwickeln. Wenn sich nur noch die Wissenden treffen und ihren Fachkopf zusammenstecken, was ist denn mit uns? Wir haben doch auch gute Ideen. Wir müssen uns blamieren, denn wenn wir die Gefahr eingehen, dass wir uns blamieren, versteht ihr, dann können wir uns äußern. Das heißt, ich rufe dazu auf, euch zu Themen zu äußern, wo ihr sagt, ey, ich habe da auch noch was zu sagen, ich habe eine Idee. Natürlich ist es voll doof, dann nachher da zu sitzen und mit hochrotem Kopf und zu sagen, oh, ich habe es nicht geschnallt, ich habe es nicht verstanden, Leute. Aber dann sagt es auch und sagt, okay, ich dachte, die Idee wäre hilfreich. Und ihr werdet erfahren, dass jemand, der wirklich respektvoll und wissend ist, also die wirklich Wissenden und nicht die Schaumschläger, die werden euch niemals vorführen, denn die werden von euch lernen. Dabei ist natürlich gesagt, dass man sich nicht überall einmischen sollte. Das ist ganz klar. Aus strategischen Gründen ist es manchmal ganz wichtig, die Klappe zu halten. Das ist natürlich außen vor, aber das will ich nur an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ein Beispiel, das sind diese einberufenen Runden in irgendwelchen Unternehmen, wo man sagt, jetzt lass uns mal alle ganz offen sprechen. Ja, und dann sollen auch mal die Leisen zu Wort kommen. Genau, ja, die Leisen, die kommen dann aber nicht zu Wort. Es ist doch wieder dasselbe in Grün. Vielleicht traut sich mal jemand was zu sagen, der ein bisschen leiser ist. Und wer vor allen Dingen organisiert diese Runden? Sind es die Lauten oder die Leisen? Sind denn nun die Leisen, die also nichts sagen, weil sie Angst haben, sich zu blamieren oder nicht zu verstehen, was da vor sich geht, nun denn immer diese Opfer? Eben nicht. Opfer sind die Lauten wie die Leisen, denn beide sind sie unerhört. Also sie wurden überhört in der Vergangenheit und das sind gelernte Prozesse. Der eine wird halt, weil er nicht gehört wird, laut und der andere sagt sich, mich hört keiner, ich werde leise. Insofern treffen sich da zwei Leute, auf die nicht gehört worden ist. Das ist jetzt nur das Extrem von beiden, dass wir sehen, okay, daraus ist es entstanden. Ein Beispiel. In der Vergangenheit hat der Leise festgestellt, mich hat keiner angehört, zugehört, ich habe nichts zum Thema beizutragen oder hat irgendwie eine blöde Situation erlebt. Genauso ergeht es dem Lauten. Der Laute ist oft sowieso vom Typ her laut und wenn er dann auch noch eine Sache gut findet, dann merkt er schlichtweg gar nicht, dass er immer lauter wird, weil er natürlich auch mega begeistert ist von dem Thema, obwohl vielleicht der ein oder andere noch was dazu zu sagen hat. Also Klappe aufmachen. Ja, und was meint ihr? Bist du ein leiser Zeitgenosse oder ein lauter Zeitgenosse?
Bin ich als Moderator ein lauter Zeitgenosse oder etwa ein leiserer? Wie fallen eure Antworten aus? Also vielleicht könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, kann man richtig oder falsch liegen? Gibt es eigentlich nur leise und laute Typen? Wohl kaum. Ich habe euch versprochen, dass wir uns mit der Blamage noch näher auseinandersetzen. Das machen wir jetzt, denn hinter der Blamage steckt ja das Gefühl der Scham. Das Gefühl der Scham allerdings, was für uns natürlich sehr unangenehm vielleicht ist, das taucht nicht so oft auf wie Stolz oder Wut oder Liebe. Scham ist eher so ein bisschen am dritten Platz. Ja? Wenn wir also Schamgefühl haben, ist das was sehr, sehr Gutes. Ich habe das als was Angenehmes kennengelernt, weil ich, wenn ich damit umgehe mit meiner eigenen Scham, mir näher komme. Und wenn ich mir näher komme vom Gefühl und es auch merke, kann ich natürlich im Umkehrschluss auch anderen Menschen näher kommen. Eine Blamage löst ja das Gefühl Scham aus. Und wenn wir das dann irgendwann handeln können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, naja gut, wenn ich vor Scham hochroten Kopf bekomme und kein Wort mehr rausbekomme, dann bin ich für jeden Gesprächspartner natürlich auch eine Null. Ja? Dann komme ich mit dem gar nicht ins Gespräch. Das ist jetzt auch nur ein Extrembeispiel. Ich denke mal, wenn man kein Wort mehr rauskriegt und einen hochroten Kopf bekommt, ist jeder andere, der einem gegenüber sitzt, versucht dann diese Situation zu retten und zu sagen, na hören Sie mal, brauchen Sie erstmal ein Glas Wasser, alles nicht so schlimm oder wie auch immer. Aber wir kommen mit dem Gesprächspartner tiefer in ein Gespräch und können uns emotional stärker festigen. Es ist ein viel schöneres Gespräch, als wenn wir über den Gesprächseinstieg mit Wut gehen oder ja, mit diesem Zorn oder mit Stolz, ne, mit Arroganz. Wissen wir selber, funktioniert nicht. Also mit Charme kann man eine ganze Menge machen. Und daher kommt es ja auch das Wort, der ist ja sehr charmant. Klar. Und noch ein Punkt ist wichtig. Wenn ich mich zurück erinnere, wann ich mich das letzte Mal richtig blamiert habe, also richtig, mit hochrotem Kopf, ich habe kein Wort mehr rausbekommen, trockenen Mund. Wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich, oh mein Gott. Aber ganz wichtig zu wissen, die innere Blamage, wie sie in uns ist viel größer, als wie sie von außen wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden anspreche und sage, du, damals diese blöde Frage im Publikum, ich kann mich selber ärgern, dann sagt er, hä, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wichtig zu wissen, Außenwelt nicht gleich Innenwelt. Ach, übrigens, laut Gesagtes ist nicht gleich klüger. Ja, je lauter jemand wird, desto mehr Recht hat er. Quatsch, natürlich nicht. Lautes, was leise gesagt wird, muss genauso klug sein. Das sollte unser Anspruch sein. Also ich lade euch dazu ein, jetzt wirklich auf euer eigenes Schamgefühl in Zukunft zu schauen. Wann werdet ihr rot? Wann mögt ihr am liebsten in so einem Mauseloch verschwinden, weil ihr was Falsches gesagt habt oder gerade darüber nachgedacht habt? Und dann auch bei anderen Menschen mal zu schauen, wann die denn irgendwie nichts sagen, weil sie meinen, sie können nichts dazu beisteuern. Obwohl du vielleicht anderer Meinung bist. Dann frag nach. Hast du nicht irgendwie eine Idee? Mich würde deine Idee interessieren, wirklich. Versuch die Menschen zu öffnen, zu knacken und dass sie sagen, ja klar, ich habe doch auch Ideen und daraus wird wieder Neues. Natürlich gibt es auch Gesprächspartner, die uns diese Scham als Schwäche auslegen. Aber was sind das für Menschen? Dann haben wir sie entlarvt. Ja? Dann sind die nicht wohlgesonnen und wir sortieren die erstmal ein bisschen in eine Schublade. Was wir mit denen machen, das müssen wir an anderer Stelle nochmal klären, aber wichtig ist, dass wir da Klarheit haben. Und das Ziel ist, wenn wir mit anderen Menschen über ihr Schamgefühl sogar sprechen könnten oder über unseres, ist doch klar, wir werden viel selbstbewusster und wir lernen ganz andere Menschen kennen und haben auch einen anderen Zugang zu anderen Menschen. Deswegen, Schamgefühl und Blamage, das gehört eng zusammen. Das ist doch toll, dass wir uns da neu mit auseinandersetzen. So, und was haben wir jetzt davon? Ich würde an eurer Stelle eure Schubladen nochmal aufmachen. Die ganz schüchternen Freunde und Arbeitskollegen, die ihr habt, mal rauskramen und die mal ein bisschen konfrontieren, mal Fragen stellen. Und die Schublade mit den Arschlöchern solltet ihr bitte auch mal aufmachen. Also die lauteren Typen, wo ihr wirklich sagt, boah, die gehen mir aber mächtig auf die Nerven. Auch da greift ihr vielleicht zum Telefonhörer und hört mal anders hin und zeigt euch vielleicht auch nochmal und checkt ab, ob das wirklich Idioten sind. Dann können sie da bleiben oder ihr sortiert um. Und ihr werdet merken, ihr werdet wieder alte Freundschaften oder Menschen, die ihr schon ewig kennt, im neuen Kontext kennenlernen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und schaut in meine Videos und abonniert meinen Kanal. Schön, dass ihr dabei seid.